Willkommen zu einem Tutorial in Cinema 4D 12 von Pixel Tutors. Mein Name ist Ralf Herbst. Nun fehlen mir ja nur noch die Griffe für die Seitenteile hier. Da nehme ich also wieder einen von diesen oberen Griffen. Vorher schiebe ich diese dreimal ineinander. So, Handgriff, Handgriff, den ziehe ich mir nochmal nach oben raus. Jetzt habe ich hier mehrere kopiert. Ich wollte ja eigentlich nur den Handgriff noch einmal haben, das ist der kleine. Den möchte ich nicht haben, also nehme ich den großen. Ziehe mir den oben hin, klappe das mal zu. So, den positioniere ich jetzt schon mal. Hier so rein, unten hin. Muss jetzt natürlich in der Viereransicht wieder das Ganze rausschieben. Gehe mal hier in der Draufsicht genau, schaue mir das an und gehe auch mal hier nahe ran, um ungefähr wieder diesen Abstand herzustellen. So, okay. Dann setze ich ihn natürlich genau aufs Maß. Ich würde mal denken in Richtung Z, dass das bei 340 oder 50 ist. Ich glaube 50. Ups. 350. So. Schauen wir mal von vorne. Haben wir das erreicht? Okay. Dieser soll hier sein und gleichzeitig einen Griff nach oben duplizieren. Gehe ich also was weiter weg. Schau mal, wo ist er hier? Diese Schublade soll von oben so aufklappen können, also gehe ich noch so ein bisschen ran. Dupliziere ihn nochmal. Jetzt aber in der Höhe. Ein Duplikat. Oder ich kann ja auch hingehen, direkt zweimal machen, weil ich kann ja die Instanzen einzeln verschieben. Haben wir ja schon gelernt. So. Gehe also hin. Habe ich jetzt so viele Copies gemacht? Nein, das ist der Handgriff. Sage 2 und die sollen einen Höhenabstand machen wir erstmal 100 haben. Dann ziehe ich das jetzt hier auseinander. Der geht oben auf, also der Schrank, der soll oben so aufklappen, der unten aufklappen. Gehen wir nah ran, ob das von der Kante her gut ist. Ja. So, dann gehe ich hier in die Mitte, wähle diesen Handgriff aus. Der ist ja frei beweglich und setze ihn hier ein bisschen an den Rand, um den Kühlschrank hier öffnen zu lassen. Okay, das ist der Griff für den Kühlschrank. Das soll jetzt meine Küche soweit sein, Küchenzeile. Im nächsten Schritt möchte ich jetzt einen Stuhl bauen. Ich gucke mir das Ganze aber mal an hier. Lasse mal eben rendern. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Texturen fehlen natürlich noch gänzlich, aber so gefällt mir das. Oh, ich habe die Spülmaschine vergessen. Da fehlt noch ein Griff. Gehe ich also mal in die Seite. Setze diesen Handgriff hier wieder in die Gruppe rein. Nehme die Viereransicht und wähle mal diesen Griff wieder aus. Das war ja der hier. Dupliziere ihn noch einmal. Einfach nach oben. Schiebe ihn hier hin. Das müsste die 170 sein, um den mittig zu bekommen. Schiebe ihn hier oben hin. Jetzt soll der aber dieser Schräge folgen. Da gehe ich also mal in die Ansicht von vorne. Schiebe das ein bisschen hier erstmal sehr weit raus, weil wenn ich ihn jetzt drehe, nehmen wir mal 4 Grad, müssen wir mal schauen, ob das hier so deckungsgleich ist. Ja, das sieht gut aus. Dann schiebe ich ihn auch wieder um ein Stückchen rein und habe jetzt hier meinen schrägen Griff von der Küchenspülmaschine. Okay, diese Griffe gruppiere ich mal alle, weil dann kann ich sie gleichmäßig strukturieren. Griffe. Was wäre eine Küche ohne Stühle und Tisch? Wollen wir das auch noch bewerkstelligen? Ich speichere meine Szene und wechsle mal in eine leere neue Szene.
Dieses speichere ich als, da bin ich im falschen Ordner, und zwar als Stühle. Ich nutze das hier extra, um also getrennt von der Küche einen Stuhl Platz zu haben, das zu machen, und werde nachher diesen Stuhl in diese Szene hinzuladen. Wollen wir uns aber erstmal auf den Stuhl konzentrieren, und dazu gehe ich jetzt wie folgt vor. Ich gehe in eine Ansicht von vorne in dem Fall mal. Nehme jetzt mal was anderes als ein Bézier-Spline, und zwar ein Akima-Spline. Doch mit zeichne ich jetzt hier mal den ersten Punkt, dann den zweiten Punkt, den dritten Punkt und den vierten Punkt. Jetzt passe ich diese Punkte an. Sie sehen, der Akima-Spline, der macht direkt Rundungen. Ich setze also den jetzt mal hier so ein bisschen hin, den hier hin. Man muss jetzt nur schauen, dass das hier einigermaßen geschmeidig rund wird und nicht so starke Dellen bekommt. Ein bisschen Sitzfläche nach hinten will ich ja haben. Ich ziehe das mal noch ein bisschen nach hier. Okay. Gut. Ich bleibe in dieser Ansicht, nehme jetzt ein Rechteck. Das bleibt auch in dieser Position stehen, weil ich jetzt mittels eines Sweep NURBs und nicht mit einem Extrude NURB, wie man es erwartet, diese Form erzeuge. Stecke also das jetzt da rein und das da rein. Jetzt bekomme ich so ein riesiges Gebilde und muss jetzt nur mein Rechteck anpassen. Das heißt, ich gehe hier hin, entscheide damit über diese Länge und damit hin über diese Dicke. Da würde ich mal sagen, so vielleicht 7. Jetzt schaue ich mir mal an, wie breit der ist. Machen wir ihn mal 300 breit. Schaue ich mir die Form an, gefällt mir noch nicht, das ist mir hier alles zu lang. Also gehe ich wieder in meine Punkte und passe das nochmal ein bisschen an. Selektiere jetzt mit dem Selektionswerkzeug diese 2 Punkte und ziehe die mal ein bisschen rein. Den setze ich noch ein bisschen höher. Okay, den noch ein bisschen weiter rein oder ein bisschen weiter rum, damit die Kante schärfer wird. So, das wäre jetzt der Stuhl so in dieser Form, wie ich ihn habe. Jetzt gehe ich hin und dupliziere mir diesen Spline. Ich schaue mir aber nochmal an, ob mir das hier gefällt. Nun gehe ich einfach hin und möchte hier noch ein paar Punkte hinzufügen, weil das nicht so schön ist. Gehe wieder in die Vierer-Ansicht oder mal in die Ansicht von rechts und füge mit String einen Punkt hinzu. Jetzt schaue ich mir das in dieser Vierer-Ansicht an oder am besten mal hier. Dieser Punkt ist hier im Strukturmanager jetzt aktiv und ich setze den mal so ein bisschen auf gleiche Höhe und den untersten Punkt ziehe ich mal ein bisschen ran. So, okay. Jetzt gehe ich hin, markiere mir die letzten 3 Punkte und ziehe das Ganze noch ein bisschen rüber für die Sitzfläche. Den Punkt, der gefällt mir noch nicht, der macht eine zu starke Krümmung, das ist gut so. Okay, so will ich den haben. Was mir hier noch ist, zu breit die Sitzfläche. Darum gehe ich nochmal an das Rechteck an und mache den noch ein bisschen schmaler. Machen wir 240. Jetzt gehe ich hin und nutze den gleichen Spline noch einmal. Kopiere ihn mir raus. Nehme einen Kreisspline. Mache den natürlich recht dünn. Und nehme wieder einen Sweep NURB, stecke den Kreis rein, dann mein formgebendes. Sie sehen, ist noch sehr dick, also muss ich meinen Kreis jetzt noch kleiner machen. Das soll so seitlich eine Stange geben. Jetzt schiebe ich den natürlich nach links. Wir haben ja, wie breit haben wir das Rechteck gemacht? Da kann ich das genau ausrechnen, sind also 120. Wenn ich den also jetzt in seiner Position in Richtung Z auf minus 120 stelle, kommt er genau an die Kante. Schaue ich mal eben, wenn ich rendere, ob der nicht zu dick ist. Nein,
Ja, vielleicht noch ein klein bisschen. Schauen wir mal, was haben wir für einen Durchmesser. Machen wir mal 6. Ja, das sieht besser aus. Jetzt möchte ich natürlich hier oben den Anfang und das Ende runden. Da gehe ich wieder auf Deckflächen und Runden. Achte darauf, dass er nicht aufbläht. Sage auch hier Deckflächen und Runden, die sind aber natürlich viel zu stark. Und dann stellen wir erstmal überall mit Tab 2 ein. Jetzt gehe ich mal oben nah ran, um mir das anzuschauen. Natürlich könnte ich das kugelrund machen, aber so gefällt mir das. Einzige, was ich noch möchte, sind ein paar Unterteilungen mehr, damit es geschmeidig wird. Also setze ich das gleiche auch hier ein, 4 hier rein. So, das haben wir jetzt. Jetzt möchte ich, dass die Stange auf der anderen Seite ist und dazu brauche ich das nicht duplizieren, sondern ich nutze jetzt hier das Symmetrieobjekt. Ein Symmetrieobjekt schafft mir also von seinem Nullpunkt aus, darum modeln wir ja, ein symmetrisches Objekt. Schauen wir uns das mal an. Mache ich das jetzt hier, läuft das erstmal falsch. Er hat es also in diese Richtung symmetriert. Da müssen wir mal schauen, da gibt es dann verschiedene Richtungen. Probieren wir mal alles aus. So wäre es verkehrt, aber wir nehmen das oberste und dann setzt er mir hier absolut in diesem Abstand symmetrisch ein Objekt rein. Jetzt brauche ich ja bloß noch in der Ansicht hier meine Füße gestalten, die hier dran sein sollen. Und dann nehme ich mal einen linearen Spline. Den zeichne ich jetzt einmal hier. Jetzt müssen wir die Höhe, können wir ja immer noch einstellen. Das ist gut. Dann nehme ich mir diesen Kreis. Ich kann ihn duplizieren oder mache einfach in dieser Ansicht aber jetzt, damit das richtig läuft, ebenso einen Kreis. Den stelle ich auch auf 6 und nehme wiederum ein Sweep Knob. Stecke Kreis rein, das Unterobjekt, ein Spline-Objekt. Okay. Jetzt muss ich das ebenfalls wieder auf 120 in den Minusbereich verschieben. Hallo, bin noch im Punktemodus, also erst wechseln. 120 verschieben, aber in Minus. So, dann haben wir diese Stange hier auch drin sitzen. Jetzt werde ich aber noch den Radius ein bisschen kleiner machen. Oh, das sieht aber so gut aus. Machen wir ruhig diese 6. Okay, jetzt schiebe ich den noch ein bisschen rein. So soll es mal sein. Sage unten am Fuß, schauen wir mal an, also wie das Sweep Knob unten aufhören soll. Soll das gerade aufhören? Nein, ich möchte jetzt auch hier die Deckfläche, aber nicht beim Start, sondern am Ende runden, Kontur beibehalten. Der Wert ist viel zu hoch. Und dann vielleicht auf 4 oder 3 setzen. Und dann können wir hier auch wieder ein bisschen runterfahren. 3,3 ist okay. Das gleiche Objekt dupliziere ich mir noch einmal und bringe es hier in seine Position nach links. Und brauche ja jetzt nur den Punkt hier verschieben. Das mache ich wieder in der Seitenansicht. Gehe in dieses Sweep Knob, gehe in den Punktemodus und schiebe den zweiten Punkt nach hier. Hier ist es ein klein bisschen höher. Machen wir also den noch ein bisschen rein ins Rohr. Und dann ist das schon okay. Bisschen weit auseinander das Ganze, also schiebe ich beides noch ein bisschen zusammen. So. Und so. Die Sitzfläche ist recht groß, gell? Machen wir das schon mal enger und gehen nochmal an die Sitzfläche ran. Dort an die Punkte vom Rechteck. Das ist es ja, da bin ich richtig. Gehe in die Seitenansicht nochmal, wähle nochmal meine 3 Punkte hier aus und ziehe das noch ein bisschen zusammen. Jetzt muss ich natürlich alles bedenken. Also ich habe jetzt ja Punkte nicht nur hier in dieser Sitzfläche, sondern auch noch Punkte in meinen anderen Objekten. Jetzt selektiere ich den mal mit. Das ist ja das Symmetrieobjekt und wähle hier noch einmal die Punkte neu aus.
von beiden Objekten. Und wenn ich jetzt schiebe, da habe ich sie irgendwie nicht erwischt. Muss ich mal in einer anderen Ansicht schauen? Mache mal meine NURBS aus. Einmal das und einmal das. So. Meine Sitzfläche habe ich noch nicht erwischt. Warum habe ich die nicht erwischt? Ich hätte jetzt, also es war alles richtig, was ich gemacht habe, aber hier können wir das jetzt mal ganz klar sehen, weil ich habe hier nicht mein Werkzeug eingestellt, dass ich nicht nur sichtbare, sondern alle auswähle. Jetzt klappt das auch, wie ihr seht. Ja, zieht er das rein, können wir das wieder anmachen und habe jetzt hier meinen Sitz nochmal ein bisschen modifiziert. Ja, jetzt sieht das schon besser aus. Gut. Das ist die Sitzfläche. Dann nehme ich hier die Stangen. Die kann ich also alle gruppieren. Muss aber noch von diesen anderen Stangen, also diesen zwei, die gruppiere ich erstmal. Und mache da ebenfalls ein Symmetrieobjekt. Setze das ganze Gruppierte da rein, schalte mein Symmetrieobjekt wieder um und ich habe prompt auf der anderen Seite identisch meine beiden anderen Beine. Gut, so soll es erstmal sein für dieses Beispiel. Gehe nun hin und werde noch diesen einen Punkt, der hier nicht korrekt ist, anpassen. Da das ein Symmetrieobjekt ist, brauche ich also nur von diesem anderen Spline hier den oberen Punkt noch ein bisschen höher setzen, damit es da drin ist. Okay, jetzt ist gut und dann hat er das automatisch mit nach rechts übernommen. Gut, das soll jetzt erstmal der Stuhl sein. Jetzt werde ich diesen Tischstuhl noch als Symmetrieobjekt nochmal duplizieren. Dazu gehe ich hin, gruppiere ihn, Alt G und nenne ihn Stuhl. Nun schaue ich, dass seine Achse zentriert ist. Die ist jetzt hier nicht ganz zentriert und da versuche ich mal über die Struktur Achsenzentrierung diese Achse hier zu zentrieren. Doch sage ich, er soll alle Achsen von allen Unterobjekten berücksichtigen und sage Ausführen. Dann bekomme ich die Achse in der Mitte. Ich kann jetzt auch sagen, ich will die Höhe ein bisschen tiefer haben. Ausführen, dann bekomme ich sie dort genau auf 0. Also dort, wo mein Nullpunkt ist. Das werden wir noch öfter sehen und dann erklärt sich das. Was wichtig ist, Sie müssen immer Unterobjekte einstellen und alles selektieren, um diese Achse auszuführen. Jetzt habe ich also meine Achse hier mittig im Objekt stehen und gehe hin und nehme jetzt ein Symmetrieobjekt und sage, ich möchte den Stuhl da reinstellen. Muss jetzt wieder meine Achse drehen. Da ist es nicht. Dann da. Und dann können wir die noch probieren. Das wäre gekippt. Also, jetzt haben wir das Problem. Es ist schon richtig, dieses XY, aber was ist das Problem? Ganz einfach, der Stuhl, der steht hier in der Mitte. Das darf natürlich nicht sein. Müssen wir also nochmal rückgängig machen alles. Ich setze meinen Stuhl, der ja noch in der Welt ein wenig jetzt außerhalb der Welt ist, setze ich jetzt hier wieder absolut auf 0. So. Weil mein Symmetrieobjekt kommt ja auch auf 0. Gehe ich jetzt hin, setze den Stuhl da rein, dann klappt das auch. Jetzt brauche ich bloß einen Stuhl auseinanderziehen und ich kriege hier natürlich den Abstand und 2 Stühle. Okay. Jetzt möchte ich hier als nächstes einen Tisch zwischenbauen. Da gehe ich hin und nehme einen Würfel. Baue einen kompletten Tisch jetzt mal aus einem Würfel, den ich mal 5 in der Höhe mache für den Fuß. Und bringe jetzt den Fuß nach unten. Vielmehr
So, den setze ich also jetzt auch hier unten hin und möchte diese Fläche, also den jetzt konvertieren in ein Polygon mit der Taste C und nehme im Flächenmodus diese Fläche. Jetzt schaue ich mir das am besten in der Draufsicht an, dann verstehen Sie, was da passiert. Und ich gehe hin und sage wieder innen extrudieren. Übrigens kann man das auch alles mit Rechtsklick machen, also innen extrudieren. Dort stelle ich mal 5 ein und mache dann noch einmal. Na, nee, das gefällt mir so nicht. Ich werde das ein bisschen anders regeln. Ich schalte mal auf die Viereransicht, damit Sie besser sehen, was hier passiert. Ich gehe also im ersten Schritt hin, mache mal diese 5, ist okay, sage ich zuweisen. Dann wechsle ich zum Extrudieren, also auch hätte ich per Rechtsklick gemacht, und sage nochmal 5 hoch. Jetzt wechsle ich wieder, jetzt mal näher rangehen hier. Oh, wir haben nicht aufgepasst, es waren beide Flächen selektiert. Dieses passiert dann immer wieder mal. Ich muss also bei meinem Selektionswerkzeug aufpassen. Das steht noch von eben auf nicht nur sichtbare, also jetzt nur die obere Fläche selektieren. Sage nochmal innen extrudieren, zuweisen. Dann sage ich extrudieren, zuweisen. Jetzt gehe ich wieder hin und sage innen extrudieren, zuweisen. Extrudieren, noch einmal zuweisen. Jetzt bekomme ich langsam so eine Treppenformstufe und möchte das jetzt aber noch ein bisschen krasser gestalten. Darum gehe ich jetzt mal hin und sage wieder das innen extrudieren, jetzt mal 10. Okay. Mache ich da also eine etwas größere Abstufung und extrudiere das auch um 10. Dann gehe ich jetzt mal noch weiter, sage wieder innen extrudieren und ziehe mir das jetzt mal hier so zusammen für ein Tischbein. Dieses extrudiere ich jetzt nach oben. Mir gefällt die Form nicht. Ich glaube, ich hätte besser 10er Schritte genommen. Also mache ich das noch einmal. Ein zurück. Und habe jetzt ja hier die Möglichkeit, indem ich die Taste U halte, darf aber dann nicht die Maus bewegen, dann kann ich mir mal anschauen, ob hier das Extrudieren drin ist. Da ist es nicht drin, oder? Wir sehen auch mal Struktur. Das ist nämlich nicht U, sondern M. Und dann kann ich ganz schnell zwischen wechseln, also MT drücken und MWI. Naja, okay, das kann ich also jetzt machen. Also MWI. Dann habe ich das innen extrudiert. Jetzt schalte ich hier mal auf 10. Okay. Dann war das ja, ich halte die Maus mal hier oben, M. Und das Extrudieren war ja jetzt T. Ja, also es ist M und T und W, also T und W. So, jetzt habe ich das Extrudieren, dann sage ich 10 hoch. Jetzt sage ich wieder M und das W ist das Innen-Extrudieren-Werkzeug. Bestätige mit, ups, das habe ich aus Versehen mit dem Tastaturkürzel in den Flächenmodus gewechselt. So, das wollte ich jetzt noch ein innen extrudieren, zuweisen. Dann sage ich wieder M und möchte das ja extrudieren, also wieder T. Weise ihm diese 10 zu. Okay, und jetzt gehe ich noch einmal auf M und W für innen extrudieren und jetzt ziehe ich das mal von Hand für den Fuß. Okay, so ist gut. Und dann können wir das jetzt so ein bisschen, noch ein bisschen kleiner, ruhig. Jetzt habe ich eine Stufe zu viel gemacht. So, machen wir es von vornherein hier drüber, zuweisen und ziehen das hier jetzt mal drüber. Es ist manchmal besser, hier mit dem Schieber zu arbeiten. Jetzt möchte ich das noch mal einmal extrudieren, wieder M und T. Und sage erstmal zuweisen und ziehe mir das aber jetzt hier von Hand hoch, ungefähr so weit. Gehe hier mal wieder weiter weg. Habe jetzt so einen Fuß gestaltet
Kann man auch noch anders machen, natürlich je nach Bedarf, und gehe jetzt hin und sage, ich möchte das Ganze jetzt extrudieren, und zwar wieder innen extrudieren. Jetzt sage ich mal Offset in den Minusbereich, und dann bekomme ich ja hier so eine Platte raus. Jetzt kann ich also einstellen, wenn ich jetzt in den Minusbereich gehe, wie groß meine Tischplatte werden soll. Das sehen wir jetzt hier. Wir müssen die Stühle gleich noch mal ein bisschen enger ranholen. Das ist nicht das Problem. Ich setze das so ein und sage jetzt, dass ich diese Fläche noch mal nach oben extrudieren will, zuweisen. Vielleicht ein bisschen dicker für meine Tischplatte. Und schon hätte ich hier einfach aus einem Würfel nur mit Extrudieren innen und außen einen Tisch gebaut. Jetzt gehe ich noch mal hin, also nenne das mal Tisch, und werde meine Stühle natürlich ein klein bisschen aneinander rücken, so unter den Tisch. Das ist okay. Das Ganze werde ich jetzt mal gruppieren. Stühle, Tisch. Jetzt möchte ich das speichern. Schließe das ruhig mal, Sie können es aber auch auflassen, und sage jetzt hier, ich möchte diese Datei hinzufügen. Stühle habe ich gespeichert und sage einfach, lade mir das hinzu. So, wenn wir uns das jetzt in der Vierer-Ansicht sehen, passt das ja vielleicht von den Dimensionen nicht, und ich sage, diese ganze Gruppe möchte ich einfach mal skalieren. Ich fasse extra wieder außen an, das hatten wir ja schon, bringe das jetzt mal auf die gleiche Höhe ungefähr. Wir werden nachher aber alles hundertprozentig auf den Boden setzen. Schauen wir das mal an, hier so von der Größenproportion. Jo. Das könnte ich schon so lassen. Nun möchte ich einfach, damit es besser aussieht, noch einen dritten Stuhl dazu fügen. Gehe hin und ziehe mir nochmal einen Stuhl raus. Stühle. So, diesen drehe ich mir mal um 90 Grad. Schiebe ihn jetzt an die Position hier in die Mitte. Also X-Position 0 mal. Und gehe jetzt hin. In der Draufsicht, sollte ich mal an die Stelle gehen, bringe ich den Abstand noch richtig hier rein. So ungefähr. Ja, jetzt haben wir eine niedliche Dreier-Sitzgruppe. Das ist alles gespeichert. So, dann will ich das noch ein bisschen positionieren. Tisch und Stühle. Mal ein bisschen, gehen wir in die Draufsicht. Setze das mal hier so ungefähr hin. Okay. Jetzt möchte ich da, obwohl wir später eine Wohnung bauen werden, mal eine Fläche drumherum bauen, also wie so einen kleinen Raum, den wir dann besonders mal rendern können. Nun werde ich hier einen kleinen virtuellen Raum drumherum bauen. Dazu nehme ich mir eine Ebene. Diese unterteile ich in eine Unterteilung. Ich brauche also nicht so viele Polygone. Konvertiere sie, wandere in den Punktemodus. Dann schnappe ich mir mit dem Rechteck-Selektionswerkzeug die Punkte und bringe das erstmal so ungefähr in Position. Das hier links an meiner Küchenzeile ran. Meine Maus ist heute so, dann ziehe ich das mal rüber. Soll ja auch nur ein virtueller Raum werden, also nichts Genaues. Einfach mal zu Testzwecken, damit das nachher ein wunderschönes Renderergebnis gibt. Jetzt gehe ich hin, wechsle in den Kantenmodus und fange an, diese Kanten zu extrudieren. Fange hier unten an, wechsle mal mein Selektionswerkzeug und sage, ich möchte hier eine Wandstärke extrudieren und die soll 20 werden. Okay, jetzt gehe ich hin und selektiere mir diese zweite Linie, weil ich möchte hier jetzt abschließen. Hier soll ein Stück Mauer entstehen, hier aber nicht. Dazu schneide ich jetzt mit meinem Messer
einen Loopschnitt auf sichtbare Selektionen beschränken und schneide mal hier so an dieser Zeile entlang. Jetzt wechsle ich in den Flächenmodus, selektiere mit dem Selektionswerkzeug meine Fläche hier unten und entferne sie mit der Entfernen-Taste. Jetzt gehe ich hin und selektiere nochmal Kanten, also im Kantenmodus, und zwar diese und gleichzeitig mit diese kleine hier. Wenn ich eine zu viel erwische, einfach mit String nochmal deselektieren. Dann gehe ich wieder hin und sage extrudieren, sage ich zuweisen. Jetzt gehe ich hier oben an die Linie und muss gleichzeitig diese mit erwischen und sage neu transformieren, dann bekomme ich diese Seite. Gehe ich jetzt in meinen Flächenmodus und möchte jetzt alles nach oben stellen. Dafür gibt es jetzt ein hervorragendes Plugin, das möchte ich Ihnen zeigen. Dieses Plugin heißt Drop It on the Floor. Hatten wir schon mal zwischendurch kurz gesehen. Ich möchte Ihnen aber jetzt zeigen, wie wir das installieren und wo Sie das herbekommen. Ich gehe also hin und ich will das erstmal vorführen, habe hier ein Plugin, das heißt Drop It on the Floor. Da sage ich D, die Taste D. Das hat er mit der Ebene. Jetzt nehme ich die Tische und Stühle und sage D. Aha. Jetzt nehme ich die Griffe und die Küche sollte ich noch gruppieren. Alt G. Nenne das mal Küchenzeile. Und sage wieder D. Und schon steht alles auf dem Boden. Ein hervorragendes Plugin, ohne dass ich irgendetwas ausrechnen muss. Wo bekommen wir jetzt dieses Plugin her und wie installiere ich das? Wir gehen also auf eine Webseite. Den Link werde ich im Unterricht verteilen. Hier finden Sie Drop It on the Floor. Drop It ist auch ein Produkt, das kann man sich auch mal anschauen und lädt dieses Plugin herunter. Nachdem ich das heruntergeladen habe für die Version 12, extrahiere ich das und sage hier entpacken und bekomme einen Ordner, wo drin ich diesen Inhalt jetzt kopieren muss. Jetzt gehe ich hin, kopiere das mit String C, gehe unter meine Festplatte C Programme in den Ordner Maxon, dort in Cinema 4D rein und lege diesen Ordner, also füge ihn hier ein, in meinen Plugin-Ordner unter Cinema 4D. Natürlich muss ich danach Cinema 4D neu starten. Okay, das hätten wir jetzt erledigt. Mache den Browser mal aus. Dann habe ich das Plugin automatisch nach dem Neustart hier drin. Jetzt will ich dem einen Tastaturkürzel zuweisen. Wie kann ich dieses erledigen? Ich gehe dazu in Fenster Layout hier in Befehlsmanager. Hier gibt es alle Tastaturkürzel, die schon vergeben sind und Sie sehen, es sind unheimlich viele Möglichkeiten. Ich suche jetzt Drop It on the Floor, also schreibe ich hier Drop rein. Ich möchte Drop It on the Floor. Dann sage ich tippe einfach die Taste D ohne Shift, der macht automatisch hier ein großes D und sage zuweisen. Ich habe das ja schon gemacht. Dann kommt hier eine Meldung, dass er das fürs Extrudieren braucht, aber wir haben ja schon gesehen, ich kann auch mit anderen Tastaturkürzeln oder Möglichkeiten des Extrudieren und sagen wir einfach überschreiben. Weil man kann sich das D für Drop It gut merken. Aber Sie dürfen natürlich jeden anderen freien Buchstaben benutzen. Das wäre es dann schon. Und somit habe ich eben einfach nur die Taste D gedrückt und er setzt diese ganzen Sachen auf den Boden, also alles auf Null. Auch ganze Gruppen. Ja, wenn wir jetzt in der Seitenansicht mal schauen, sehen wir, dass das wirklich hier alles auf der Nulllinie sitzt. Also perfekt. Jetzt möchte ich weiter diese Wand erstellen lassen, indem ich jetzt mal hingehe und gehe in den Flächenmodus und selektiere mir bei meiner Ebene diese Fläche, diese und diese. In der Mitte deselektiere ich nochmal und schaue mir das jetzt an. Und wenn ich jetzt sage, extrudiere mir diese Flächen, machen wir mal erstmal 2
100. Wir können das ja gleich hochziehen. Kann ich also jetzt hiermit meine Mauer wachsen lassen, inklusive eine Ecke. Mal so hoch für diese Rendereinstellung. Dann haben wir jetzt hier so eine kleine Szene, wo drin wir das Ganze so wie in einer Möbelausstellung vielleicht rendern lassen können. Im nächsten Schritt müssen wir jetzt anfangen, alles zu texturieren. Übrigens werde ich das noch ein bisschen höher machen. Also lassen wir das nochmal raus und sagen nochmal zuweisen und ziehen nochmal ein bisschen höher. Vielleicht so, ein klein bisschen höher noch. Dann ist mir noch aufgefallen, wenn ich jetzt mal in den Punktemodus gehe, habe ich was vergessen. Und zwar, wenn Sie ja etwas rauslöschen an Flächen, das hatten wir ja in den ersten Tutorials, bleiben immer Punkte über. Diese sollte man entfernen. Jetzt möchte ich das Ganze gleich texturieren. Dieses ist alles nicht sehr maßgenau. Wir werden aber, wenn wir die Wohnung bauen, das alles natürlich maßgenau machen. Auch im nächsten Tutorial, wo wir diese Kaffeemaschine beginnen oder auch die Couch, muss ich mal schauen, was zuerst folgt, werden wir hundertprozentig arbeiten, um Ihnen das beizubringen. Es soll jetzt erstmal um diese Techniken des Extrudierens ja in diesem Tutorial gehen. Jetzt möchte ich das Ganze texturieren. Dann fange ich an, dass ich mir hier ein neues Material nehme und werde jetzt dort mal so einen Blauton wählen für eine blaue Küche von mir aus. Wir nehmen die erstmal weiß. Wir können die immer noch umfärben, lasse diese natürlich etwas spiegeln, den Lack, so ein Glanz hier erzeuge. Gehe ich mal auf 50, das kann man ja alles noch verändern, wenn es noch nicht so wirkt. Jetzt müssen wir hier mal ein bisschen aufräumen. Viel mehr haben wir das schon fast, aber hier ist zum Beispiel mein Wasserhahn. Das muss ich alles mal ein bisschen benennen. Da wollten wir Rot und Blau noch machen. Das vergessen wir nicht. Dann haben wir hier die Küchenzeile, den Würfel. Damit werden wir jetzt das Becken dann einfärben. Das nenne ich mal Becken. Damit ich das alles weiß. Und das ist meine Küchenzeile. Ich nenne das einfach Zeile. Auf diese Zeile lege ich jetzt mal diese Textur. Dann haben wir das schon. Wir sehen, das Becken ist davon ausgenommen, also machen wir uns jetzt erstmal eine Textur für unser Becken. Ich kann dieses Ganze duplizieren, dann brauche ich nicht immer neues Material nehmen. Lasse jetzt die Spiegelung mal richtig stark werden. So ein bisschen. Okay. Und lege das jetzt sowohl auf das Becken und auch auf unseren Wasserhahn auf. Den haben wir hier. Muss mal schauen, wie das nachher wirkt. Ja, das sieht schon gut aus. Es glänzt hier drin. Wunderbar. Jetzt habe ich ja bei dem Wasserhahn gesagt, da haben wir hier noch ein paar Elemente, die wir ja mal einfärben wollen. Dazu zoome ich mal sehr nah ran und mache mir eine Farbe Rot. Neues Material, Farbe Rot. Lass das vielleicht auch ein bisschen glänzen. Ein bisschen, machen wir 40%. Lege dieses auch auf meinen Würfel. Dazu ziehe ich aber jetzt mal das Ganze hier runter. Das ist meine Hauptfarbe. Ich ordne das immer gerne an. Und im nächsten Schritt kommt halt mein Rot darauf und weise das dem Rot zu. Also Textur anklicken, auf Selektion beschränken. Dann hat er das jetzt nur hier gemacht und gehe jetzt, das ist ja mein Rot, setze das immer gerne so zu dem Tag, damit ich weiß, welches was zugehört, wenn ich später nochmal dran arbeite. Drehe mich zu dem Blau hin, kopiere mir diese Textur einmal daneben, mache sie einfach blau in der Farbe. Dann brauche ich diese Einstellungen nicht wieder alle treffen und lege sie jetzt hier auf und ziehe dieses Selektionstag hier rein. Schauen wir mal. Okay, da haben wir unseren Chrom. Oh, das ist sehr stark Chrom. Müssen wir noch ein bisschen nachher dran arbeiten. Aber es glänzt wunderbar. Gehen wir mal ein bisschen runter mit den Spiegelungseinstellungen.
Das soll man nicht so stark. Ich mache mir mal den interaktiven Renderbereich an. Qualität hoch. Und schauen wir mal an, wenn ich jetzt hier dran drehe, wie ich das hinbekomme. Okay. Lasse das vielleicht doch mal ganz chromartig und gehe hin und mache 1% Matt-Effekt. Ja, vielleicht mehr. Muss ich jetzt probieren. Okay, jetzt wird es schon matter. Minimum Sample, Genauigkeit, das ist schon okay. Machen wir mal 20 und schauen uns das mal an. Oh ja, jetzt wird es langsam. Jetzt bekomme ich so ein mattes Chrom, was ich haben wollte, also nicht so hochglänzend. Und das ist schon okay. Also hier mit dem Matt-Effekt. Der Matt-Effekt ist aber sehr renderlastig. Das bedeutet prozessorlastig. Das lastet Ihren Render stark aus. Da sollten Sie vorsichtig sein mit den Werten und diese nicht zu sehr in die Höhe treiben. Ja? Ich schalte wieder meinen interaktiven Renderbereich aus mit Alt-R. Werde jetzt noch, wenn ich einmal dran bin, diese Kante noch ein bisschen beveln. Die gefällt mir noch nicht. Da gehe ich mal hier an dieses Becken und sage mal den Kantenmodus. Da ist das Becken, da ist die Zeile und da ist mein Bool. So, wenn ich jetzt hier diese Kante noch runden will, das hatten wir ja schon mal in einem vorgegangenen Tutorial, dann müsste ich das jetzt runden. Da ich aber eine weite Ansicht habe, will ich da jetzt erstmal darauf verzichten. Was mir noch auffällt, neue Kanten verstecken, dass ich das mal einschalte und dass ich einzelne Objekte erzeuge und Schnittkanten selektiere und dann sehen Sie, dann verzieht er mir das. Hohe Qualität, einzelne Objekte erzeugen, lassen wir jetzt in dem Fall. Wenn ich das jetzt verbinden würde, könnte ich jetzt hier diese Kanten selektieren, aber da wir das von einer weiten Ansicht sehen, wird das schon alles so okay sein. Ich kann ja mal von hier rendern lassen. Ja, das fällt keinem auf. Sieht wunderbar aus, glänzt alles. Jetzt machen wir noch die Türgriffe. Die haben wir hier. Da mache ich halt auch eine Textur für. Müssen wir überlegen, was wir da machen wollen. Vielleicht auch ein bisschen, vielleicht eine Farbe ins Grau rein. So, das dann auch ein bisschen spiegeln lassen. Schauen wir mal und legen das mal auf die Griffe auf, komplett. Okay, das sieht gut aus. So wäre eine recht neutrale weiße Küche. Ich kann sie natürlich, brauche bloß den Farbwert ändern und mal eben daraus vielleicht eine blaue Küche machen. Ja, gehen wir hier in so einen Mattton mehr. Ja, und schon hätten wir die Küche mal farbig immer wieder anders. Alles, was man will, auch vielleicht so ein Bordeaux-Ton, das gibt es ja auch, sieht auch hervorragend aus. Ja? Ja, das gefällt mir sogar sehr gut. Das lasse ich jetzt einfach mal. Okay, aber Geschmäcker sind da verschieden. Sie sehen, wie schnell Sie das umstellen können, um daraus Fotos für den Kunden etc. zu errechnen. Nun werde ich auf jeden Fall noch den Tisch mir vornehmen und die Stühle. Dort mache ich mir mal ein neues Material, das kopiere ich mir hier raus, stelle die Farbe mal auf Schwarz und die Spiegelung auf 50%. Ja, das wird mir zu lackartig. Machen wir es so ein bisschen nur. So, und das lege ich jetzt bei dem Tisch, bei dem Stuhl auf die Lehnen, auf die Sitzflächen. Haben wir das einmal hier. Und dann haben wir ja hier nochmal das Symmetrieobjekt. Das sind die Stangen. Okay. Und dann hier mal zuklappen. Das sind diese Stangen. Und dann habe ich ja hier nochmal den Einzelstuhl. Den klappe ich mir auch auf für die Symmetrien. Und da habe ich ebenfalls diese Sitzfläche. Dann habe ich diese beiden direkt. Dann mache ich mir noch eine Chromtextur für die Beine. Farbe weiß, Spiegelung voll Pulle. Und lege jetzt auf diese
flächen das auf die Seitenrohre, auf diese Seitenrohre mit String einfach die Textur drauf. Sitzfläche haben wir, der Stuhl ist erledigt. Jetzt müssen wir uns diesen Stuhl nochmal vornehmen, der ja in Symmetrieobjekten ist. Da haben wir die Sitzfläche. Und dann haben wir diese nochmal. Legen wir das einmal da noch auf und kopieren das nach da. Dann wollen wir uns den Tisch vornehmen. Werde also jetzt den Tisch selektieren, um ihn einzutexturieren. Gehe mal hier nah ran. Nehme jetzt mal hier den Flächenmodus und kann direkt mal diese Tischplatte, da sie selektiert ist, ich will das mal zeigen, ich fange aber unten mal an, nehme eine Ringselektion. Und schauen mal, was ich hier erwische. Dann erwische ich den ganzen Stuhl, also nehmen wir mal eine Loop-Selektion. So, aus dieser Perspektive kriege ich das nicht gut hin. Meine Stühle mache ich mal unsichtbar. Einmal diese und einmal diese, damit ich mich jetzt voll hier drauf konzentrieren kann. Jetzt gehe ich hin und schaue mir das nochmal beim Tisch an. Komme ich da jetzt besser zur Rande? Ich muss jetzt die Position wechseln. Gehe mal näher ran und schnappe mir jetzt diesen Ring, diesen Ring, diesen Ring. Dann habe ich ja hier auch diese Flächen nicht. Probier mal, wie das geht, wenn ich jetzt hier sage, ich will mal eine Rechteckselektion nehmen und nicht nur sichtbare und selektiere das hier mal. Jetzt habe ich schon fast alles, also ich hätte etwas höher ziehen müssen. So. Dann habe ich rundherum alles selektiert und kann diese Selektion jetzt einfrieren. Als Fuß. So. Dann nehme ich eine weitere Ringselektion. Selektiere mal dieses. Sage, wähle extra diese Selektion ab, weil sonst friert er das hier mit drin ein. Das darf ja nicht passieren. Ich möchte ja noch eine haben. Stange. Und als letztes nehme ich die Tischplatte. Dann nehme ich wieder diese Rechteckselektion und ziehe mal eine Auswahl hier rum. Dann sollte er alles haben. Ja, hat er. Und nenne das mal Tischplatte. Muss aber, bevor ich das einfriere, wieder dran denken. Abklicken. Tischplatte. Gut. Das haben wir. Und jetzt können wir das Ganze mal texturieren. Ich gehe hin und lege das Schwarz einfach mal unten auf den Fuß. Noch ist der ganze Tisch schwarz und ich ziehe das immer hier zwischen und sage dann, das ist mein Fuß, also begrenze jetzt die Selektion auf den Fuß. Ne, dieses glänzende. Jetzt muss ich mal schauen, was ich hier in der Mitte mache. Damit das passend ist, ach, ich nehme einfach das Rot, dann passt das zu der Küche. Als hätte man das alles zusammen gekauft und ziehe das hier auf die Stange. Okay. Dann die Tischplatte noch. Ach, das ist das falsche Rot. Also ersetze ich das mit dem dunklen Rot. Das war ja das Rot von dem Tischknauf, von dem Wasserhahnknauf. So, jetzt mache ich die Tischplatte. Da gehe ich also hin, lege ein neues Material an. Klicke doppelt drauf, gehe bei Farbe, Oberflächen und da möchte ich mal Marmor haben. Diesen lasse ich natürlich auch ein bisschen spiegeln. Ja, so 50% ungefähr wieder. Das ist gut. Ziehe diese Textur auf und ich werde erleben, wenn ich jetzt mal rendern lasse, dass ich das Ganze recht fett habe. Dieses Licht hatte ich mal gestern was probiert, mache ich nochmal erstmal weg. Also die Struktur ist recht groß. Jetzt schauen wir uns erstmal an. Ich lege diese Textur auch ganz nach vorne als unterste Ebene und habe jetzt hier mein Material, aber ich sehe, dass es sehr grob aufliegt auf die Tischplatte und jetzt gehe ich vom UVW-Mapping weg und mache mal Quader.
Dann gehe ich wieder in die Texturachsenbearbeitung. Dazu muss aber Textur und Tisch angeklickt sein. Jetzt nehme ich das Skalieren-Werkzeug. Da skaliere ich erstmal die Höhe. Dann bringe ich das natürlich nach oben. Hier so ein bisschen rein. Dann skaliere ich noch weiter die Höhe. Jetzt habe ich das seitlich gemacht, aber hier oben ist die Struktur immer noch groß. Jetzt packe ich hier in den freien Raum und skaliere diese Textur klein. Schaue ich mir das mal an. Ja, so wollte ich das haben. Wunderbar. Macht auch was her. Mit dem Glänzen hier drin. Super. Okay, dann können wir die Stühle ruhig wieder einschalten. Wieder in den Normalmodus gehen. Und haben das soweit fertig bekommen. Jetzt möchte ich den Raum noch ein bisschen vorbereiten fürs Rendern. Dazu nehme ich erstmal hin und nenne das mal Wand. Nehme mir eine neue Ebene. Gehe mal in die Draufsicht. Ziehe sie hier mal ein bisschen länger. Setze sie mal oben drüber, ruhig ein bisschen größer. So. Na wunderbar. Setze es einfach hier so drauf, gehe in die Seitenansicht, setze diese Ebene nach oben drauf. So, hier einfach ein bisschen rein. Okay, das werden wir hier gleich reinschauen. Haben wir eine Decke. Okay, jetzt gehe ich als nächstes hin, dupliziere mir diese Ebene. Ich nenne das auch schon mal. Nee, benennen werde ich sie danach. Also gehe ich hin. Das nenne ich Decke. Das nenne ich Wandfenster. Drehe diese Wand. Zack. Gehe mal in die Viereransicht. Positioniere meine Wand möglichst weit weg. Ziehe sie mal ein bisschen breiter. Setze sie mit Drop It on the Floor auf den Boden. Höhe brauchen wir nicht so. Nochmal Drop It on the Floor. Okay. Dann gehe ich hin, konvertiere diese Wand in Flächen, also in Polygone und gehe in den Flächenmodus und wähle jetzt mal mit dem Selektionswerkzeug nur sichtbare hier einen Bereich aus. Na, das gefällt mir nicht. Etwas höher. So. Mit String abwählen. Noch zu viel. So. Und mache das gleiche hier mit Shift-Klick hinzu. Und drücke die Entfernen-Taste und habe ja jetzt hier offene Fenster. Jetzt positioniere ich meine Lichter erstmal. Dann nehmen wir erstmal das Licht von außen. Licht außen. So. Setzen das mal hier in diese Richtung. Natürlich in die Höhe. Schön von oben und schön weit. Gehe mal hier rein und delegiere mir jetzt meine endgültige Kameraposition, so wie ich das vielleicht nachher rendern möchte, als Foto. Noch ein bisschen nach links. Okay. Jetzt muss ich ja aufpassen, das sind meine Renderbereiche, was ich letztendlich sehen werde. Also so ist das ganz gut. Noch ein klein bisschen näher. Ein bisschen die Perspektive noch drehen. Ein bisschen höher. Okay, so. So soll es mal gut sein. Ein bisschen nach links. Okay. An diese Position setze ich mir jetzt eine Kamera. Und dann kann ich diese aktivieren. Und wenn ich jetzt hier arbeite, kann ich nochmal weggehen. Und sobald ich die Kamera aktiviere, bin ich wieder in meinem Blickfeld. Schalte diese Kamera aber aus, damit ich die optisch hier nicht sehe. Ja. Jetzt habe ich sie aus und kann ja jetzt hier sehen, wie mein Licht außen stehen soll. Das muss also noch viel, viel weiter weg. Und schalte jetzt mal hier erstmal den harten Schatten ein. Gehe auf meine Darstellung und sage, bitte Schatten zeigen vom OpenGL. So, wenn ich jetzt die Kamera aktiviere, kann ich hier sehen,
was hier passiert mit dem Schatten und kann jetzt diese Fenster so ein bisschen delegieren. Ah ja, so sehe ich beide. Vielleicht gehe ich noch ein bisschen weiter weg. Bisschen tiefer. Okay, so ist gut. Jetzt gehe ich hin und möchte noch eine weitere Lichtquelle setzen. Diese bringe ich jetzt mal hier im Raum an. Bin aber schon außerhalb des Raums, sehe ich hier. So, vielleicht so ein bisschen weiter weg. Und der gebe ich ebenfalls erstmal den harten Schatten. Jetzt will ich sehen, wie hier meine Möbel Schatten werfen und ich möchte aber, dass hier unten nicht so sehr dunkel ist. Die Lichtmenge muss ich gleich noch abstimmen, ob das nicht zu hell ist. Licht, ich nenne das mal Keylight für mein Hauptlicht. Jetzt gehe ich hin und mache mir noch eine weitere Lichtquelle. Setze sie jetzt mal unten auf den Boden. Hier am Tisch hin. Bisschen näher ran am Tisch. So, um diese dunklen Bereiche hier ein bisschen aufzuhellen und gebe hier vielleicht 40% Licht. Sage keinen Schatten, keine Glanzlichter. Muss ich jetzt im abgestimmten Lichtmodus, ich schaue mir das mal anschauen. Ja, das wirkt schon ganz gut. Hier ist es nicht mehr so ganz dunkel. Ja, vielleicht können wir da noch ein bisschen mehr. Ich muss mal schauen, wie tief bin ich oder wie hoch bin ich. Und sage hier vielleicht ein bisschen heller. So. Falsche Fenster. Dieses klicke ich an. Ja, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Habe meine Fenster hier, habe meinen Schatten hier, so wie ich das haben möchte. Jetzt möchte ich noch, dass die Farbe ein bisschen mehr kräftiger durchkommt. Hier ist einfach zu viel Glanz im Spiel. Da gehe ich nochmal in meine Textur und setze mal auf 20 runter. Das sollte reichen. Ja, das kommt besser durch so. Ein bisschen Reflexion soll in der Küche sein. Nicht so extrem. Meine Fenster werden abgezeichnet. Jetzt möchte ich noch eine Tapete gestalten. Dazu mache ich ein neues Material. Und diese Farbe stelle ich mal auf ganz weiß und setze zusätzlich ein neues ein. Die Mischung aus beidem setze ich hier mal ein bisschen runter. Muss ich gleich probieren, wie stark das wird. Aber ich weiß jetzt schon, das ist sehr groß, wenn ich das jetzt mal auf die Wand, auf die Decke auflege und auch auf die Wand. Ja. So, schaue ich mir das mal an. Lasse nochmal rendern. Jetzt habe ich natürlich das gleiche Muster auf dem Boden und sehe es sehr groß. Also müsste ich jetzt hier noch eine Selektion machen, um das nur auf diese Wand aufzulegen. Das will ich jetzt tun. Ich mache also jetzt, dass ich hier mal diese Wand, die haben wir ja hier, dort gehe ich mal in den Flächenmodus und selektiere mir diese Wand und diese Wand. Das sehe ich auch hier oben schön und sage, das ist jetzt eine Selektion. Die friere ich ein und nenne das Wände. Dann wechsle ich wieder das Icon und klicke den Boden an, also die Selektion, und friere sie ebenfalls ein. Boden. Nun lege ich diese Textur natürlich nur auf dieses Wandtag. Schon ist der Boden ausgenommen. Den Marmor dupliziere ich mir mal. Den lege ich jetzt hier auf den Boden. Da muss ich aber schauen, wie der von der Struktur liegt. Und ich schaue mir jetzt erstmal mein Bild an. Okay, jetzt habe ich hier meinen Fußboden drin. Das spiegelt wunderschön, den können wir so lassen. Aber diese Struktur ist natürlich recht groß. Ich wechsle mal in den Hauptmonitor und muss jetzt meine Struktur hier in der Größe global mal ändern. Ich sage mal 20, dass das feiner wird und lasse mal rendern. So sieht das auch schon schnuckeliger nach einer Rauchfaser aus. Okay. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen sehr viel Licht, also muss ich das Licht miteinander timen. Gehe nochmal in die Vierer-Ansicht, damit ich weiß, welches was. Das ist das Fill Light.
was ich unter den Tisch gesetzt habe. Das Keylight ist das Hauptlicht und das drehe ich mal ein bisschen runter. Vielleicht so auf 80%. Lass nochmal Test rendern. Oh ja, jetzt wirkt das Ganze gut. Ich habe also ein Licht hier von außen kommend, was da reinwirkt. Und jetzt gehe ich einfach in die Render-Option, weil ich möchte ja daraus ein Foto erstellen. Mal eben schauen, was hier hinten mit der Wand ist. Ja, das ist okay, wird hier nur ein bisschen komisch dargestellt. Okay, spiegelt alles schön, volle Reflexionen. Dann gehe ich jetzt hin und stelle mal meinen Renderer ein. Möchte das erstmal normal in Ausgabe 1024 als Bild rendern. Auflösung okay, das aktuelle Bild speichern als Bild in meinem Renderordner. Ich werde da ein JPEG draus machen. Muss jetzt natürlich hier in meine Cinema 4D Optionen gehen und sage, dort hätte ich gerne nach Namen sortiert und habe ja hier meine Cinema Aufnahmen und mache mir hier noch einen Ordner Render. Dort möchte ich das reinspeichern. Küchenzeile. .tiff. Ich nehme das TIFF-Format, Photoshop 3D-Ebene, gehe in das Anti-Aliasing, schalte mal auf Geometrie, aufs Beste und probiere jetzt aus, wie dieses Foto wird, wenn ich dieses im Bildmanager rendern lasse. Oh ja, sehr schön. So gefällt mir das. Den Wasserhahn, die Reflexion, da muss er noch ein bisschen länger rendern. Und das wäre jetzt dann mein Bildergebnis.